Mit dieser 4-3-3 schießt du mehr Tore in EAFC. Wir fangen direkt an mit der defensiven Taktik und die würde ich auf Balanced oder auf Druck nach Fehlern stellen. Die defensive Breite runter auf 40, dadurch, dass wir ja eine sehr, sehr breite Formation haben, will ich einfach in der Defensive, dass du kompakter stehst, um besser zu verteidigen. Die Tiefe geht hoch auf 60, insbesondere wenn du mit Druck nach Fehlern spielst, solltest du die Tiefe auf jeden Fall auf 60 haben. Wenn du gerade Balanced eingestellt hast, dann reicht auch 55 oder sogar 50. Du kannst eigentlich jede 4-3-3 mit dieser Taktik spielen. Ich nehme am liebsten die normale 4-3-3, wo die 3 ZMs auf einer Linie stehen, oder die 4-3-3-4, wo du den ZOM vorne hast. Taktik auf Angriff, ausgeglichen. Ich nehme das Video vor der Arbeit auf, ohne Kaffee geht hier gerade gar nichts. Du nimmst am besten ausgeglichen hier aus zwei Gründen. Erstens, für Kontersituationen stellen wir gleich noch in den Spieleranweisungen ein, dass deine Spieler schnell nach vorne kommen. Zweitens, mit ausgeglichen hast du hier aber den Vorteil, dass du das Spiel ruhig aufbauen kannst. Einmal über deine ganzen Mittelfeldspieler, 3 Stück hast du ja, und natürlich dann auch vorne zu den Stürmern und Flügeln, die gleich durch die Spieleranweisung fast schon zu Stürmern werden. Chancenerarbeitung auf Läufe in die Spitze und ganz, ganz wichtig, nutz hier die L1 oder LB-Taste, das ist fast die wichtigste Taste im Angriff, um auch immer mehr Spieler manuell zu schicken. Mit Läufe in die Spitze macht das Spiel automatisch diese Läufe in den Strafraum für dich. Die Breite geht hoch auf 55. Spieler in den Strafraum auf 7. Das ist so wichtig bei dieser Formation, denn wir wollen zum Beispiel, wenn der Ball auf der rechten Seite ist, beim rechten Flügel, dass nicht nur der Stürmer, sondern auch der linke Flügel mit in den Strafraum zieht. Und wenn der Ball links ist, wollen wir, dass der Stürmer im 16er ist und dass auch der Flügel noch mit reinzieht und der mittlere ZM in der 4-3-3 oder der ZOM in der 4-3-3-4, der soll auch mal mit in den Strafraum gehen. Machen wir auch gleich in den Spieleranweisungen, aber mit Spieler im Strafraum auf 7 werden die Leute immer wieder reingehen. Deswegen nimm am besten abschlussstarke Flügelspieler, guter Weitschuss, guter Abschluss, denn das sind dann die Werte, die im 16er oder Weitschuss außerhalb des 16ers darüber entscheiden, wie gut, wie wahrscheinlich der Ball im Tor landen wird. Ecken auf 1, Freistöße auf 1, keinen dummen Konter riskieren. Dieser traurige Moment, wenn der Kaffee leer ist und ich noch die Hälfte vom Video aufnehmen muss. Spieleranweisung, scheiß jetzt auf den Kaffee, denn ich habe richtig Bock auf diese Taktik und den Innenverteidiger auf hinten bleiben. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger beide gleich eingestellt. Auf hinten bleiben bei Angriffen, konservatives Abfangen, dadurch werden sie defensiver sich verhalten, werden nicht so sehr spekulieren, dass sie in Passwege können, sondern wirklich hinten bleiben und übergreifende Laufart. Kommen wir zu den Mittelfeldspielern. Die ZMs außen sind beide gleich eingestellt. Der in der Mitte oder dein ZOM, den stellen wir anders ein. ZMs außen, hinten bleiben bei Angriffen. Die sollen wirklich deine Verteidigung beschützen. Denk daran, mit L2 und R2 in den Verteidigungslauf zu gehen und wirklich diese beiden ZMs in der Verteidigung so lange zu steuern wie möglich. Lieber mit denen nach hinten laufen, statt zu früh auf den Verteidiger wechseln. Daher auch am Strafraumrand bei Flanken. Das bedeutet ja, dass sie nicht in den 16er gehen, sondern nur an der Strafraumkante bleiben normalerweise. Und dadurch hast du sie weiter hinten und schneller wieder in der Verteidigung, wo du sie brauchst. Und die beiden packen wir auf Mitte abdecken. Der mittlere ZM oder dein ZOM, wenn du die 4-3-3-4 spielst, der agiert als Stürmer. Den packen wir auch auf Mitte abdecken, einfach, dass der nicht nach außen geht in der Verteidigung, wenn wir den nicht manuell steuern und dort irgendwie seine Ausdauer verbrät, ohne dass er uns was bringt. Durch diese Spielanweisung und durch die Taktik von vorne mit Spieler im Strafraum wird er immer wieder mit in den 16er gehen. Linker Flügel, rechter Flügel, Abwehr überlaufen, denn mit dieser Formation haben wir nicht nur Ballbesitz, sondern auch viele Kontersituationen. Wir wollen, dass die in die Mitte ziehen. Denkt dran, was ich vorhin erklärt habe, wenn der linke Flügel den Ball hat, dann soll der rechte Flügel mit dem Stürmer mit in den 16er ziehen. Deswegen auch für Flanken in den Strafraum, das unterstützt das Ganze noch. Und die müssen auf jeden Fall die Defensive verstärken, weil unsere ZMs, die haben wir ja alle auf Mitte abdecken gestellt. Das heißt, die Flügel müssen auch hier mit hinten. Achte also hier auch darauf, dass du gute Auswechselspieler hast, denn auch die könnten je nach Ausdauer so in der 70. oder so platt sein. Wenn wir einen Stürmer haben, eigentlich immer zentral orientiert. Der soll die Abwehr überlaufen, dass wir hier auch kontern können, und der soll auf jeden Fall vorn bleiben, denn das ist unsere zentrale Anspielstation. Diese Einstellungen hier können dir mehr Siege in EAFC bringen. Check das aus, abonniere den Kanal. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.